Das ist ein Zündfunke. Den braucht dein Roller zum Anspringen. Dein Roller springt gerade nicht an und du weißt nicht, woran es liegt, ob der Zündfunke da ist oder nicht. In diesem Video zeige ich dir, wie du das rausfinden kannst. Sollte sich herausstellen, dass der Roller einen Zündfunken hat, aber trotzdem nicht anspringt, werde ich dir weitere Tipps geben, wie du das Problem findest. Stellt sich aber heraus, dass er keinen Zündfunken hat, werde ich dir zeigen, wie man das defekte Bauteil herausfindet. Dabei werden wir den ganzen Weg des Zündfunkens verfolgen, vom Ursprung an der Lichtmaschine und dem Pickup bis zur CDI, der Zündspule, dem Zündkerzenstecker und letztendlich zu der Zündkerze, wo der eigentliche Zündfunke stattfindet. Ich zeige es am Beispiel eines chinesischen Viertakters, aber vieles lässt sich auch auf einen Zweitakter anwenden. Bleibt dran, jetzt geht's los. Um an die Zündkerze ranzukommen, nehmen wir den Sitz und das Helmfach heraus. Dafür schrauben wir wie immer die 4 Schrauben hier ab und nehmen den Sitz einfach heraus. Zusätzlich kannst du, falls dein Roller eine Serviceklappe hat, auch diese entfernen. Wir beginnen damit zu prüfen, ob der Roller überhaupt einen Zündfunken hat. Dazu trenne ich zuerst den Stecker von der Zündkerze. Die Zündkerze ist dann durch diese Öffnung hier zugänglich. Das Standardwerkzeug für chinesische Viertaktroller ist ein 16 mm Zündkerzenschlüssel. Den setzen wir einfach auf die Zündkerze auf und schrauben die heraus. Sobald man die Zündkerze gelockert hat, kann man sie normalerweise einfach mit der Hand rausdrehen. Man muss nur vorsichtig sein, die Kerze nicht ins Gehäuse fallen zu lassen, denn sonst muss man die ganze Verkleidung, also die Plastikteile hier entfernen, um sie wieder rauszuholen. Und da ist schon die Zündkerze. Um jetzt zu testen, ob sie einen Zündfunken gibt, setze ich sie wieder in den Zündkerzenstecker ein und lege sie hier auf den Ventildeckel. Beim Zweitakter zum Beispiel kann man sie auf den Zylinder legen, Hauptsache irgendwo am Metallteil, wo Masse ist. Jetzt kann man beginnen, den Motor zu kurbeln, entweder mit einem E-Starter oder mit dem Kickstarter, aber vorsichtig an dieser Stelle, falls du einen Metallstecker hast und nicht so einen Kunststoffstecker, wie ich den hier habe, halte diesen nicht am Stecker fest. Man kann das Ganze entweder hinlegen oder am Kabel festhalten. Und so sollte idealerweise der Zündfunke aussehen, und wenn es bei dir genauso aussieht, dann liegt es bei dir nicht am Zündfunken. Es kann sonst sehr viele Ursachen geben, warum ein Roller nicht anspringt, und da ich konkret deinen Roller und seine Symptome nicht kenne, habe ich dir unten in der Videobeschreibung eine Playlist zusammengestellt. Da zeige ich an verschiedenen Rollern unterschiedliche Ursachen, von einfacher Austrocknung nach langer Standzeit über Kolbenklemmer, Elektronik, Falschluft, falsches Ventilspiel, leere Batterie oder defekte Anlasserrelais. Also schau dich da um, vielleicht findest du, was du suchst. Wenn ich dir bis hierhin helfen konnte, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben, und du kannst auch gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere nützliche Videos nicht zu verpassen. Wenn du an dieser Stelle aber keinen Zündfunken hattest, müssen wir einmal kurz die Perspektive wechseln und auf die rechte Seite des Rollers wechseln. Hier gibt es nämlich ein kleines Detail, das viele nicht kennen, was aber extrem wichtig für den Zündfunken ist, hier unter der Lüfterabdeckung. Das ist nämlich die Position des Pickups. Diese kann zum Beispiel nach dem Austausch der Lichtmaschine falsch ausgerichtet sein. Hier sehen wir einen Abstand zwischen dem Pickup und dem Polrad von etwa 4 mm. Dieser Abstand ist aber bereits zu groß, sodass kein Zündfunke erzeugt werden kann. Wir versuchen mal, den Roller zu starten. Und da er jetzt keinen Zündfunken hat, startet er nicht. Jetzt bewegen wir das Pickup vorsichtig mit einem Schraubenzieher näher an das Polrad. Der Abstand beträgt jetzt ungefähr 2 mm und wir versuchen erneut, den Roller zu starten. Und jetzt haben wir einen Zündfunken. Bevor du also den Zündkerzenstecker überprüfst, solltest du sicherstellen, dass der Pickup korrekt eingestellt ist, andernfalls könnte der Rest der Arbeit umsonst sein. Wenn du jetzt die Position des Pickups überprüft hast, aber immer noch keinen Zündfunken hast, müssen wir als nächstes prüfen, ob das Problem an der Zündkerze bzw. an dem Zündkerzenstecker liegt. Bei den meisten chinesischen Rollern kannst du den Stecker einfach vom Kabel abschrauben. Jetzt können wir prüfen, ob die Kupferdrähte aus dem Kabel kommen. Wenn nicht, kannst du einfach ein halbes Zentimeter bis Zentimeter des Kabels abschneiden. Und jetzt sehen wir definitiv die Drähte. Nun können wir überprüfen, ob der elektrische Impuls diesen Punkt erreicht. Dafür wiederholen wir die gleiche Prozedur wie mit der Zündkerze, nur diesmal ohne. Wir halten das Kabel ein paar Millimeter von der Masse entfernt und kurbeln wieder den Motor. Wenn an diesem Punkt der Zündfunke da ist, dann liegt das Problem wahrscheinlich an der Zündkerze oder an dem Zündkerzenstecker.
Dazu muss man wissen, dass entweder die Zündkerze oder der Zündkerzenstecker oder sogar beide entstört sein müssen. Doch was genau heißt das? Kurz gefasst heißt es, dass ein nicht entstörtes Zündsystem elektromagnetische Wellen erzeugt, die stark genug sind, um empfindliche Elektronik an Bord, wie zum Beispiel die ECU oder die CDI im Rollen, zu stören. Um eben das zu vermeiden, wird in die Zündkerze oder in den Stecker ein Widerstand von ca. 5000 Ohm eingebaut. Dieser Widerstand reduziert die Intensität der elektromagnetischen Wellen, ohne die Funktionsweise des Zündsystems wesentlich zu beeinträchtigen. Dabei ist es vom Modell abhängig, ob beide Teile entstört sein müssen oder nur eines. In den meisten modernen Fahrzeugen sind beide Teile entstört, was die Störungen maximal reduziert und ideal für die empfindliche Elektronik ist. Für ältere Fahrzeuge könnte jedoch der kombinierte Widerstand von ca. 10.000 Ohm problematisch sein, da die Zündenergie so weit verringert wird, dass nicht alle älteren und schwächeren Zündanlagen damit zurechtkommen. Somit kann auch der doppelte Widerstand bei älteren Fahrzeugen zum Ausfall des Zündfunkens führen. Vielleicht hast du in letzter Zeit den Zündkerzenstecker oder die Kerze gewechselt, ohne darauf zu achten, ob sie entstört sein muss. An dieser Stelle kann ich dir leider nicht sagen, was konkret für dein Modell die richtige Vorgabe ist, aber ich kann dir zeigen, wie du herausfindest, ob die verbauten Teile entstört sind oder nicht. Bei einer Zündkerze ist es eigentlich ganz einfach. Eine entstörte Zündkerze hat ein R im Namen drin. Hier am Beispiel einer CR7 HSA, eine sehr verbreitete Zündkerze unter den chinesischen Rollern. Dabei steht das R im Namen für Resistor, heißt Widerstand. Daneben haben wir eine nicht entstörte, das kann man auch an dem Namen sehen, weil da ein R fehlt. Und das können wir auch mit einem Multimeter prüfen. Dafür stellen wir das Multimeter auf 20k Ohm ein und messen mit den beiden Messspitzen an beiden Seiten der Zündkerze. Dabei muss eine der Messspitzen, ich verwende hier die rote, die kleine Elektrode an der Zündkerze Innenseite berühren. Und sie zeigt keinen Widerstand an, beziehungsweise könnt ihr die kleine Abweichung an meinem billigen Multimeter missachten. Eine entstörte muss dementsprechend ungefähr 5k Ohm anzeigen. Eine kleine Abweichung ist in Ordnung, es werden nie 0,5k sein. Und genauso einfach ist die Messung an einem Zündkerzenstecker. Dafür müsst ihr die beiden Messspitzen des Multimeters einfach an beiden Seiten des Steckers ansetzen. Hier steht bereits auf der Verpackung, dass der Stecker entstört ist. Und das können wir auch mit dem Multimeter sehen. Ja, ungefähr 5k Ohm. Falls du also nur mit dem Zündkerzenkabel einen Funken hattest, aber nicht mit dem Stecker und der Zündkerze, kannst du im Handbuch deines Rollers nachschauen, welche die richtigen Komponente für dein Modell sind. Und wenn du kein Handbuch hast, würde ich dir einfach den schwarzen NGK-Stecker empfehlen. Das ist jetzt keine gesponserte Empfehlung, das basiert auf meiner Erfahrung. Und bei der Zündkerze kannst du einfach eine andere ausprobieren bzw. variieren, ob sie entstört ist oder nicht. Aber eigentlich findet man die richtige Zündkerze für fast alle Modelle schon im Internet. Wenn du aber auch mit dem Kabel keinen Zündfunken hattest, müssen wir das Kabel überprüfen, was von der Zündkerze zur Zündspule führt. Du kannst das Kabel einfach genauso abschrauben wie den Zündkerzenstecker. Auch hier kannst du ein halbes Zentimeter bis Zentimeter abschneiden, um die Drähte freizulegen. Halte dann eine Messspitze an das eine Ende des Kabels und die andere an das gegenüberliegende. Solange das Multimeter eine 1 anzeigt, bedeutet das, dass keine Verbindung besteht und es würde auch eine 1 anzeigen, wenn das Kabel gebrochen wäre. Wenn beide Messspitzen verbunden sind, sollte der Widerstand auf 0 fallen. Das zeigt dann, dass das Kabel in Ordnung ist. In meinem Fall gibt es eine kleine Abweichung, aber das liegt am Multimeter. Zusätzlich können wir das Kabel noch leicht hin und her biegen, um sicherzustellen, dass keine Brüche oder Risse vorhanden sind. Und wenn der Widerstand bei 0 bleibt, dann ist das Kabel in einem guten Zustand. Und als nächstes ist die Zündspule dran. Sie wird nur mit einer Schraube hier gehalten, sodass sie leicht abzuschrauben ist. Und so sieht sie ausgebaut aus. Hier haben wir gerade das Kabel abgeschraubt. Um sie zu testen, verwenden wir wieder das Multimeter. Dafür stellen wir es wieder auf 20k Ohm ein und messen zwischen den beiden Anschlüssen und dem Ausgang. Der Wert hier sollte etwa 3k Ohm betragen. Eigentlich hätten wir das auch im eingebauten Zustand testen können, aber das würde dann voraussetzen, dass das Kabel keine Brüche hat und die Drähte richtig anliegen. Das Testen der Teile separat liefert definitiv genauere Ergebnisse. Die Werte, die ich hier teile, gelten übrigens speziell für chinesische Viertakter, bei anderen Modellen können die Werte abweichen.
Machen wir aber weiter. Wenn die Werte hier korrekt sind, dann können wir das Problem mit der Zündspule auch ausschließen und uns die Kabel zwischen der CDI und der Zündspule ansehen. Und hier haben wir die CDI, so sieht sie aus. Manche Modelle haben alle Pins belegt, einschließlich der beiden Kabel im 4-Pin-Stecker. In diesem Fall befindet sich das Massekabel oben. Lass mich anders zeigen. In diesem Fall ist das Massekabel hier oben. Bei meinem Roller sind nur 3 Pins belegt, daher befindet sich die Masse hier unten. Wenn wir uns die CDI jetzt von dieser Seite anschauen, ist das Kabel der Zündspule in der oberen linken Ecke des 4-Pin-Steckers. Normalerweise ist es das schwarz-grüne Kabel. Für diesen Test stelle ich das Multimeter auf 2000 Ohm ein und messe zwischen dem grünen Massekabel und dem Kabel der Zündspule. Ich trenne zuerst die Stecker und lege die CDI zur Seite. Jetzt halten wir die schwarze Messspitze an die Masse und die rote an das schwarz-grüne Kabel. Hier sollte der Wert 0 Ohm sein, aber wie ich schon sagte, günstiges Multimeter hat eine kleine Abweichung, sollte aber 0 sein. Wenn die Werte hier stimmen, haben wir den gesamten Weg von der Zündkerze bis zur CDI überprüft und als nächstes testen wir dann den Weg von der CDI zu der Lichtmaschine. Wir beginnen die Messung des Widerstands des Pickup-Kabels zur Masse. Das ist das Bauteil, was wir zuvor mit dem Schraubenzieher bewegt haben. Hier sollten wir etwa 120 bis 300 Ohm messen. Dann lassen wir die schwarze Messspitze auf dem Massekabel und messen das schwarz-rote Kabel. Das ist die Hochspannungswicklung und der Wert hier sollte zwischen 200 und 1000 Ohm sein. Und das sieht gut aus. Schließlich überprüfe ich das schwarz-gelbe Kabel, das zum Zündschalter führt. Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, sollte es 0 Ohm anzeigen und wenn die Zündung eingeschaltet ist, sollte es unendlich Widerstand anzeigen, das heißt eine 1. Ich schalte die Zündung jetzt ein und wieder aus und alles ist in Ordnung. Wenn alle Messwerte übereinstimmen, dann sind alle Kabel und Widerstände in Ordnung, dann haben wir den Fehler gefunden. Dann liegt der Fehler in der CDI, die ersetzt werden muss. Und wenn die Messwerte nicht stimmen, vor allem habe ich sehr häufig erlebt, dass das schwarz-rote Kabel an der Lichtmaschine einen Widerstand von 0 Ohm anzeigt, dann ist sehr wahrscheinlich die Lichtmaschine defekt und muss ersetzt werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere gerne den Kanal, um weitere Videos und Tipps nicht zu verpassen. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.